Oh, rein. 10 oder 5. Hallo Leute, herzlich willkommen bei den RC Bros. Ja, es ist wieder Samstagabend. Wir sind wieder in unserer gemütlichen Wohnzimmer-Talkrunde. Ja, der Fabi ist am Start, der Thorsten ist am Start. Servus. Und heute zu Gast, leider haben wir kein Bild, weil ihr wisst ja, wie es aussieht mit Post und so, ist der Daniel von der Reaper Garage, der Gründer der Reaper Garage. Ja? Also Ja. richtig Gute zusammen. Gast heute. Ich freue mich auch hier zu sein. Ja, uns freut es natürlich auch, dass du da bist. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch noch eine... an die Zuschauer, wenn ihr irgendwie Fragen habt und so weiter, einfach in die Chatfunktion von YouTube kommentieren. Wir werden die beobachten und gegebenenfalls beantworten. Genau, so machen wir das. Ja, So. dann würde ich sagen, dann fangen wir mal mit unserer gemütlichen, chilligen Abendrunde an. Ja, der Sven ist am Start. Grüß dich, Sven. Sven Blankenstein. Ja. Freut uns natürlich immer wieder. Oh, jetzt hier bei schon mit Daniel ist so sexy für die Kamera. So ist das. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wir haben ja Daniel heute eingeladen, damit er uns ein bisschen was erzählt von der Reaper Garage, vom Zen Reaper selber natürlich. Das Fahrzeug interessiert uns halt brennend, ja, weil ich glaube, der hat es schon 100 Mal auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Auf jeden Fall. Und er hat auch X-Max-Reifen zum Platzen gebracht und ich betone 8S-Reifen zum Platzen, ja, mit dem Zen Reaper. Deshalb wollen wir heute alles drüber wissen. Und dann bist du eigentlich zu der Reaper Garage gekommen. Ja? Ihr seid ja jetzt schon einige Anhänger, die da drin sind, ne? Ja, in dieser definitiv. Es fing eigentlich damals an mit einem Dänemark-Urlaub. Da hat mein Bruder seinen Buggy mitgenommen und ich meinen Trucky. Ich habe einen Ansmann Terrier 2.0. Das war so mein erster Brushless Trucky. Den habe ich mir vor guten 6, 7 Jahren geholt. Und dann waren wir in Dänemark-Urlaub. Das war vor, 2, 3 Jahren ungefähr ist es her. Waren auf jeden Fall im Urlaub gewesen. Ich habe meinen Trucky dabei gehabt, er sein Buggy. Wir sind da gefahren, haben Spaß gehabt und so. Und ich komme aus dem Urlaub wieder und habe gesagt, da muss was Neues her. Ich brauche auf jeden Fall ein neues Modellauto. Und da habe ich mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, was wird's werden. Und dann habe ich immer so zwischen den Outcast und den Reaper so ein bisschen hin und her geschwungen. Und ich sage, das sind ja zwei grundsätzlich ganz unterschiedliche Autos, ja. Und da habe ich gesagt, gut, den Outcast in Hand, unheimlich viele Leute haben den, ja. Also weiß ich auch, was auf so mich zukommt. Aber der Reaper ist halt komplettes Neuland. Ja, aber es gab ja damals kaum was über den Reaper. Ja, den ist kaum einer gefahren, es gab kaum Infos, kaum Fahrvideos. Also habe ich gesagt, weißt du was, scheiß drauf, springst du mit ins Wasser, holst dir den Reaper. Dann habe ich mir den Reaper geholt. Hab dann über Facebook habe ich den Thomas kennengelernt. Der hat auch einen Reaper gefahren. Wir haben uns dann halt erst am Anfang über Messenger, später über WhatsApp ein bisschen unterhalten. Dann kam noch eine dritte Person dazu. Da haben wir halt dann diese WhatsApp-Gruppe haben wir halt Reaper Garage genannt. Und wir haben da am Tag, keine Ahnung, 100, 150 Sprachnachrichten hin und her geschickt und haben darüber philosophiert, was kann man besser machen, was kann man anders da machen. Und irgendwann kann man einfach mal so die Challenge hier auf 4S einen Backflip zu schaffen, das wäre doch mal ein Träumchen. Ja, und dann so ist es dann halt so erstmal so für uns entstanden. Und irgendwann habe ich gesagt, Jungs, wir haben jetzt schon so viele Informationen über den Reaper gesammelt, ja, was man verbessern kann, was man anders da machen kann. Wie wäre es, wenn wir einfach jetzt die Facebook-Gruppe gründen, Reaper Garage? Und dann haben wir die gegründet, also ich habe die dann gegründet, habe die dann ins Leben gerufen mit den beiden. Und dann sind wir einfach durch die ganzen anderen Facebook-Gruppen durchgechabert und haben dann halt jeden, der einen Reaper hat, haben wir direkt angeschrieben, hier, wir haben eine Facebook-Gruppe, die sich ganz alleine um den Reaper handelt. Wenn du Bock hast, stoß auch zu uns. Und dann ist halt die Gruppe von nach und nach, Mundpropaganda und durch andere Facebooker ist die dann halt einfach gewachsen und ist dadurch entstanden. Ja, das ist natürlich richtig geil. Du sagst gerade ein Backflip mit 4S. Also der Thorsten hat ja auch einen Zen Reaper. Also ich bin das Auto gefahren, ja, zu Video auch und für Videozwecke, ja. Und ich muss sagen, das war das erste Mal, wo ich das Fahrzeug selber gefahren habe, also richtig gefahren habe. Und das
Also ich fand den echt super. Aber mit 4S ein Backflip, das war eigentlich unmöglich, weil einfach die Leistung nicht da war. Ja, also du musst ihn umbauen. Du kannst ihn so nicht lassen, wie er ist. Ja, das fing ja damals eigentlich schon an. Wir haben der Thomas hatte damals schon einen anderen Motor drin, von Tenshock hat er einen anderen Motor drin gehabt, mit 1750 kV war das gewesen. Und original hat er 1450 kV. Und da ging er schon um einiges besser, sagt er. Also da war schon ein bisschen mehr Leistung drin. Klar, ist auch ein 6-Pol-Motor, ein Tenshock-Motor, zieht dementsprechend auch Strom. Ja, er war dann schon etwas agiler gewesen. Und dann ist uns aber immer wieder aufgefallen, hast du jetzt zum Beispiel in einem Hügel drin gestanden und hast Gas gegeben, hat der Regler abgeschalten. Ja, warum auch immer, der Regler hat einfach abgeschalten. Und dann haben wir gesagt, gut, da muss ein anderer Regler rein. Deswegen haben wir uns dann für den Max 6 Regler entschieden. Und kurz darauf kam er dann zu dem Max 6 Regler noch der passende Motor dazu. Ja, mit 1650 kV. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, also dann, klar, wir hatten erst alle den Regler gekauft und dann im Nachhinein haben noch alle den Motor gekauft. Haben das Ganze dann von 12er Ritzel, was ja Stock ist, haben wir auf einen 15er Ritzel umgebaut. Und dann schaffst du auch auf 4S einen Backflip. Das ist möglich. Und dann bei 6S ist halt das Problem, dass hier die Reifen wahrscheinlich extrem aufblähen, weil das ist ja jetzt bei 6. Ja, weil es ist ja bei 6S jetzt momentan schon so bei Stock, ja, dass die immer kurz vorm Explodieren sind, ja, wenn du mal Vollgas gibst. Ja, also 6S Stock kannst du den fahren ohne Probleme. Solltest du aber anfangen hochzuritzen oder so, dann, so wie ich das, dann eine Max 6 Komodo reinmachst, musst du halt bedenken, die platzen ja einfach. Also wenn du da halt dauerhaft Vollgas fährst, ich war letztes Jahr in Dänemark gewesen, hab den Reaper dabei gehabt, bin 6S am Strand mal ein bisschen hin und her gefahren, so 100 Meter in die eine Richtung, 100 Meter mal in die andere Richtung, hab einfach mal voll durchgezogen. Ja. Und egal wie schnell du schon bist, sobald du durchziehst, geht der vorne hoch, ja, macht einen Wheelie und hat's knack knack gemacht. Dann habe ich dann schon wie so Entenmarsche gehabt, hast du das schon gehört, die sind einfach weggeplatzt, die Reifen vorne. Also deswegen kam ich damals dann auch auf die Idee zu sagen, okay, weißt du was, ich habe so viele Kumpels in der Gruppe, die einen X-Max fahren und sich andere Reifen drauf gemacht haben, dass ich dann einfach mal gebeten habe, so ein paar 8S-Rated-Reifen zu testen. Und dann habe ich mir dann halt mehrere Sätze geholt, ich glaube insgesamt waren es 2 oder 3 Sätze nachher gewesen, die ich da liegen hatte. Hab die dann ein bisschen aufgebaut, habe mir dann 24 mm Radmitnehmer für den Reaper fertigen lassen von 3M und haben die dann da drauf gemacht und alles. Und ja, ich habe es dann sogar geschafft, in Barkette auch die Reifen platzen zu lassen. Das habe ich gesehen. Ja, auf 6S, also die sind wirklich genauso gefetzt. Muss auch dazu sagen, dass die X-Max-Reifen halt auch einen übelsten Grip haben. Ja, also die haben wirklich, das ist der Hammer, was Traxxas da gemacht hat. Es ist ein übelst geiler Reifen. Ja, ich muss sagen, die Reifen von X-Max, die sind auch super. Ja. Nur, die sind halt leider etwas zu schwach für die Leistung. Also Grip und so weiter perfekt, aber ich selber fahre die Traxxas-Reifen nicht mehr, weil ich die einfach zu oft kaputt gemacht habe. Der Chris natürlich auch. Wir fahren jetzt quasi von Luise die Reifen, die halten bis jetzt. Ja, die Luise-Reifen können wir auf dem Reaper nicht fahren, weil der Antriebsstrang dafür nicht ausgelegt ist. Da brechen uns die Pins ab vom Antriebsstrang. Von der Kardanwelle. Ja, das ist halt leider das einzige Manko. Also im Endeffekt, wenn man einen Reaper hat, die Stockreifen, die mit dem V-Profil sind super Reifen eigentlich, die kann man super fahren. Es gibt noch Mini-Pin-Reifen, die kann man aus dem Zubehör nachkaufen. Dann gibt es dann noch die American Force Edition, die haben dann nochmal andere Reifen und das sind die Fury Road Reifen, da gibt es sogar in Wirklichkeit, die gibt es auch in echt zu kaufen, für Pickups und sowas, für Geländewagen. Und die haben ja dann auch andere Felgen mit einem bösen Offset, ja, also da ist die Felge ganz komplett innen, da hast du eine übelste Spurverbreiterung. Aber die meisten, die ich bis jetzt gehört habe, die diesen Reifen gefahren haben, die sagen halt so auf dem Asphalt ganz okay, aber halt so im Gras oder so sind einfach die V-Profile in allen überlegen. Also die originalen Reaper-Reifen sind einfach der Hammer. Ja. Ja. Ich habe auch mittlerweile wieder umgebaut auf die originalen Reaper-Reifen und fahre jetzt mittlerweile eigentlich nur noch die. Okay. Ja, bei mir hält der momentan auch noch, also es ist jetzt... Gut, ich bin jetzt noch nicht so oft gefahren, ich glaube 2, 3 Mal sind wir gefahren, aber da, was er gezeigt hat, war eigentlich schon super, ne? Ja, er hat ordentlich Leistung. Ich finde, er performt unheimlich gut und ich finde, viele versuchen immer den X-Max mit dem Reaper zu vergleichen. Ich sage, das kannst du nicht vergleichen. Das sind zwei grundauf verschiedene, unterschiedliche Autos, ja. Der Reaper ist das ist ein gestreckter 1.8er, ja. Ja. Weil Zen hat ja 1.8er, Monster Trucks haben die ja. Den Reaper haben sie einfach ein bisschen gestreckt, ein bisschen länger gemacht. Ja, und schon mal die Karo haben sie länger gemacht, weil die Karo passt einfach. Optisch passt sie gar nicht so von den Radständen. Der Radstand könnte ein bisschen größer sein, da würde sie optisch besser passen. Und haben halt die 1.8er Technik halt übernommen von den anderen Autos. Ich meine, es gibt den Nemesis
von Zen Racing, und wenn du da die Nemesis-Diffs nimmst, das sind HD-Diffs, ja, das sind dann auch andere Antriebswellen, das ist alles ein bisschen massiver, kostet aber nochmal eine ganze Stange Geld, da könntest du sogar den Reaper ohne Probleme auf 8S fahren. Es gibt Amerikaner, die haben den so umgebaut, fahren den auf 8S. Es gibt den Boris bei uns in der Reaper-Garage in der Gruppe, der hat sich da einen Monster Reaper gebaut mit einem längeren Chassis und alles, und der fährt auch 8S ohne Probleme auf 800 kV. Boah. Ja, der hat die gleiche Kombo wie ihr drin in euren X-Max, ja, den Max 5, 800 kV Motor, und fährt das und sagt, das funktioniert wunderbar. Wahnsinn. Ja, aber da hat halt auch, wie gesagt, die Nemesis Diffs und Antriebswellen drin, aber ich habe damals in der Ami-Gruppe mal angefragt, den einen, der hat gesagt, ja, $250 plus Shipping. Und da ich hier so unheimliche Zollprobleme bei uns in Wiesbaden habe, habe ich gesagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf, weil der liegt es beim Zoll, ich krieg's da nicht, dann wird's wieder zurückgeschickt, dann ist meine Kohle weg. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, shit happens, dann bleib ich halt auf 6S, weil langt ja vollkommen aus. Ich finde auch, also ich finde für 4S, ja, ich hab einen kleinen Sohn mit 8 Jahren, also mit 4S, das reicht locker, und ich bin auch mit 4S schon gefahren, klar fehlt ein bisschen der Punch, ja, und Ja. Backflips geht jetzt auch nicht so, weil ich bin jetzt da auch nicht, man kann fahren, ja, ich habe viele 4S-Akkus da von anderen Fahrzeugen, die kann ich fahren, das funktioniert super, und wenn man dann mal 6S reintut, dann geht der Punk ab, ja, dann kann man richtig die Sau rauslassen. Definitiv. Aber ich finde, das reicht auf 6S total, ja. Weil dann fängst du wieder an, Motor auszuwechseln, Diffs auszuwechseln, und dann ist es wie beim X-Max von Chris, dann geht's eins, jagt das andere, irgendwas ist dann immer wieder das schwächste Glied in der Kette, und dann bist du nur noch am Auswechseln und solange es funktioniert, solange nichts kaputt geht, dann soll man was austauschen, ja. Ja, ist momentan mal wieder das Problem. Bei mir hat immer öfters ab und zu mal wieder die Pins brechen. Deswegen bin ich auf die originalen Reifen zurückgegangen, damit ich einfach weniger Gewicht habe auf den Antriebswellen. Okay. Und ich meine, ich habe die Pins schon gegen gehärtete Stifte ausgetauscht. Ja, weil ich mir dann auch Gedanken gemacht habe, was kann man da machen. Am Anfang habe ich mir komplett neue Antriebswellen gekauft und habe mir immer gedacht, so, das geht ja ins Bodenlose, ja, das ist ja, da gibt es ja Geld aus ohne Ende. Und habe dann ein Video gesehen von einem Amerikaner, wie er das mit dem Schraubstock selber gemacht hat. Und dachte, weißt du was der kann ich auch. Habe dazu damals auch ein Video gemacht und ist auch bei den RC Becher Germany in der YouTube-Gruppe, kann man sich das Video anschauen. Und habe einfach mal ein Technikvideo darüber gemacht, wie man sich einfach selber wechseln kann mit dem Schraubstock, geht ganz einfach, und ja. Dann habe ich dann einfach gegen gehärtete ausgetauscht. Ich habe mir da bei eBay welche gekauft, das sind 10 Stück für 3-4 Euro. Und ja, die gehärteten halten auf jeden Fall definitiv länger. Okay. Ja, man muss aber auch die Diff-Outs beachten, weil die Diff-Outs schon dementsprechend ausgenudelt sind. Und dann hat auch der Federweg hat auch einiges damit zu tun, je nachdem, wie weit er einfedern kann, ja. Wir haben ja, beim Reaper sieht man das ja ganz gut, da hat man ja die Kolbenstangen, und unterhalb der Kolbenstange hat man so einen kleinen schwarzen Schlauch, sag ich mal. Das soll ja so eine Art Federwegsbegrenzer darstellen. Ja. Bei manchen platzt halt nach und nach weg, weil da drin sammelt sich Dreck, ja, das Gummi trocknet nach und nach aus, dieser Weichmacher geht raus, die Stoßdämpfer drückt's runter, dann platzen die Dinger einfach weg und du verlierst die. Ja. Kostet jetzt nicht die Welt, aber macht Sinn, die wieder einzubauen, weil dadurch, dass dann halt die Pins halt einfach länger halten. Weil je nachdem, wie weit er einfedert, ja, kann es passieren, dass die Pins ja einfach wegbrechen. Okay. Ja, ich hab andere Federn drin. Okay. Stoßdämpfer, glaube ich, sind da. Ich habe den von Roman gekauft, der hat da andere Federn rein, damit er eben besser springen kann und so. Ja. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht so oft gefahren. Das Ding ist momentan zerlegt, weil ich diese Seiten-Chassisplatten da machen will, andere reinmachen will. Okay. Und somit liegt er jetzt erstmal zerlegt rum. Aber ich habe mir jetzt Akkus von Hobby King gekauft, ja. Ein Haufen hier, so dicke, fette 6S. Die sind gut. Die sind gut. Und die möchte ich auf jeden Fall testen. Also muss ich ihn jetzt dann die Tage mal wieder zusammenbauen. Und dann fahre ich mal eine Runde wieder. Ja, ich muss meinen auch wieder zusammenbauen. Ich habe meinen momentan auch noch zerlegt. Ich habe mir von Alza Racing habe ich die Seitenmann in 5 mm 7075. Die Chassis-Teile habe ich mir damals geholt von einem Kumpel gebraucht. Das habe ich damals umgebaut. Dann habe ich die Bulkheads, wo das Differential drin liegt, die sind ja aus Kunststoff. Genau, die Kunststoff da drin. Und das Problem ist, ich habe die T-Bone-Bumper drauf, und die T-Bone-Bumper werden ja dann über die Skid von unten reingeschraubt. Das ist ein Kunststoff drin. Und wenn du öfters auf diesen T-Bone-Bumper draufgeknallt bist, hat sie die Schrauben aus dem Kunststoff rausgezogen. Also habe ich mir die Bulkheads dann von Chaos Racing natürlich aus Alu geholt. Ja. Dann habe ich mir gedacht, gut, das Differential an sich ist ja schon komplett aus Metall. Naja, so ein Alugehäuse fürs Differential ist natürlich auch nicht schlecht, also habe ich mir das dann auch noch dazu geholt. Ja, weil ich gedacht habe, es ist keine Schwachstelle, es macht nichts kaputt, aber es sieht einfach schön aus, es ist nice to have, ja, also wenn dann schon richtig. Ja. Eben. Und dann habe ich mir halt, wie gesagt, vorne und hinten halt den T-Bone Racing Bumper, dann halt diese Aluteile. Und dann hatte ich das Problem gehabt, ich habe mir einen Unbreakable Karo geholt. Und wenn du halt öfters auf dem Dach gelandet bist,
sind ja halt immer wieder die Karo-Halter kaputt gegangen. Ja, die sind einfach weggebrochen. Und dann hast du dir überlegt, was machst du da jetzt? Und dann habe ich mir da so ein paar Eckwinkel zurechtgebohrt und habe die Karo-Halter ein bisschen verstärkt. Naja, dadurch sind halt meine Dämpferbrücken kaputt gegangen, ja. Der Karo-Halter hat gehalten, das war dann happy. Ja, aber ich habe dann mal die eine oder andere Dämpferbrücke zerschossen. Und dann habe ich dann zum Schluss wieder nur noch Alu-Dämpferbrücken auch von Chaos dann noch reingebaut. Und jetzt ist er eigentlich so, was das angeht, bulletproof. Also ich habe seitdem eigentlich nichts mehr außer die Pins kaputt gekriegt. Hört sich schon mal sehr gut an. Ja, also seitdem hält er eigentlich. Hast du schon mal überlegt, die Pins aus TPU zu machen? Aus TPU drucken? Also nicht die Pins, diese Karo-Halter, die oben immer abbrechen? Ja, da sind wir jetzt dran. Da sind wir jetzt gerade dran. Wir haben da jetzt, ich werde demnächst mal ein Päckchen fertig machen und werde die wegschicken. Und da ist jemand dran, der hat gesagt, er will jetzt mal drüber gucken und will da auf jeden Fall mal eine Lösung finden, aus TPU da was machen, dass es dann einfach besser wird. Das ist gut zu wissen. Das kann ich bei meinem jetzt alles gleich dann ändern. Aber bis jetzt hat alles gehalten, ja. Ja klar, ich sage auch, wenn man den Reaper so lässt, wie er ist, ja, es ist ein super Auto, er macht einen Haufen Spaß, ja, er performt auf 4S, er performt auf 6S, ja. Wenn man natürlich sagt, okay, man möchte ein bisschen mehr und fängt dann halt an, noch ein bisschen Geld reinzustecken. Ja, also, wenn ich überlege, der Reaper kostet neu 600 und ich habe weit über 600 nochmal reingesteckt. Ja, manche bei uns schmeckt auch nicht anders. Ja. Dann ist es halt so, dann hast du halt gewisse Schwachstellen und ja, das schwächste Glied in der Kette ist halt irgendwo mal, ja. Ja, aber ich sag mal, die Pins gehen eigentlich. Ich habe mittlerweile 2 Antriebswellen, habe ich immer Ersatz liegen, ja, wo schon gehärtete Pins drin sind. Und wenn dann halt wirklich mal beim Fahren eine abbricht, dann zack, tausche ich das. Ich meine, das ist eine Sache von 2 Minuten, der Reifen runter. Ja, dann hast du da deine M3-Schrauben, ja, gehst da rein, zack, zack, ziehst das Ding raus, machst neu und gut ist. Ich meine, die Kugellager zum Beispiel, die halten wunderbar. Ich habe bis jetzt, glaube ich, 2 Kugellager am X-Max gewechselt. Und der hat schon weit über 100 Lipos gesehen. Das ist schon ordentlich, weil was ich beim X-Max schon ein Kugellager durchgetauscht habe, den habe ich schon vergessen. Ja. Auf jeden Fall schon einiges. Ja, beim Reaper kaum. Da könnte man natürlich auch einmal unsere Zuschauer fragen, hey Leute, wenn ihr irgendwas wissen wollt vom Daniel, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, reinhauen in die Kommentare. Und ich will dazu noch was loswerden, Support ist kein Mord, ja. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch ja nichts mehr von uns verpasst, Mann. Ja, Daniel, weiter geht's. Ja. Ja, ich habe jetzt gerade gelesen in den Kommentaren, ich habe ganz den Michael vergessen, der hat sogar mit einer Max 8 Combo, der hat sich eine Max 8 Combo in den Reaper reingebaut mit 2200 kV und hat auf 4 Backflips damit gemacht. Ja. Ja klar, wenn man die Drehzahl von den Rädern dann herkriegt, dann geht das schon, ja, aber das läuft ja nur über die Drehzahl von den Rädern. Ja klar, das war schon brutal gewesen. Ja, also wir haben da echt am Anfang, wir haben echt viele hin und her überlegt, bis wir dann auf die Max 6 Combo gekommen sind. Das war dann so, wo wir gesagt haben, ey, das passt eigentlich perfekt. Wobei ich sagen muss, wahrscheinlich der originale Motor, der ist ja sogar 8S fähig. Ja, mein Hobbywing hat es zwar noch nie so offiziell bestätigt, jetzt also als 1900 Produktbeschreibung drinstehen, aber wir wissen es halt von den Amerikanern, dass sie einen originalen Motor mit einem Max 5 Regler auf 8S fahren. Das funktioniert also. Den Originalmotor kann man wahrscheinlich lassen, wenn man sich einfach nur den Regler holt und macht einen 15er Ritzel drauf und achtet auf die Temperatur, wirst du wahrscheinlich den gleichen Effekt haben wie ich und wirst nur ein bisschen Geld sparen. Okay. Der Sven fragt, wer das dann aus TPU macht. Ja, frag mal an Sven. Nein, das ist der Benjamin, der Blumberg. Ah, der ist auch der Techno-Gruppe ganz bekannt, der macht ganz viele 3D-Drucksachen. Genau. Und wir haben letztens da in einer WhatsApp-Gruppe haben wir da ein bisschen drüber geschrieben. Und da wurde ich halt nach meiner Lösung gefragt und habe ich das halt gezeigt, was meine Lösung ist. Aber ich sagte, dadurch kann euch auch mal die Dämpferbrücke kaputt gehen. Und da hat der Benjamin gemeint, hier, schick mir doch einfach mal eine Dämpferbrücke und einen Karo-Halter zu. Das habe ich ja eh alles liegen. Und das mache ich jetzt fertig. Das geht dann am Dienstag wahrscheinlich raus, das Päckchen. Er wollte sich dann mal drum kümmern. Ja, sehr geil. Ja, wenn man einfach so eine Community hat, wo einfach jeder mal was irgendwo mithelfen kann. Zum Beispiel der eine hat einen 3D-Drucker, der andere hat eine Fräse. Dann entstehen halt einfach super geile Sachen, wo man dann wirklich sagt, das ist. Ja, ich meine, der Sven momentan auch. Der Sven hat mir ja damals für den Motor, weil der ja andere Maße hat, der hat ja, was hat der? 49er Durchmesser. Ja, es gab halt einfach keinen Lüfterhalter für diesen Motor. Es geht halt einfach nicht momentan. Es hat keiner irgendwie Lüfterhalter für diesen Motor. Und der Sven hat mir damals einen gedruckt gehabt. Das Ding habe ich heute noch. Das funktioniert wunderbar. Momentan ist er gerade dabei, mir für den Max 6 Regler einen Halter zu drucken, weil der Max 6 Regler, der passt gerade zu den Reaper rein.
Ja, wenn du aber noch mit einer Conny-Bank bist, dann kommst du an gewisse Schrauben nicht mehr dran, um gewisse Wartungen näher auszuführen. Und da habe ich halt dem Sven gezeigt, wie ich ihn halt gerne auf der Servoplatte gerne sitzen hätte. Aber es geht halt nicht, und dann hast du wieder den Tunnel von der Kardanwelle und alles, und dann hast du wieder, der Servo ist noch dran, dann hast du dann noch das sag schon, die Empfängerbox, wo der dann drauf sitzt, dann kommst du an manchen Schrauben nicht mehr so richtig schön dran. Und er ist jetzt gerade dran, uns da was Schönes zu drucken, und ich denke nochmal, wenn es fertig ist, dann werde ich es definitiv in der Reaper-Garage vorstellen und werde wahrscheinlich damit nicht der Einzige sein, der sowas haben möchte. Ja, sehr geil. Das ist ja das Schöne an so einer Community, oder wenn du in so einer Gruppe bist, da haben dann, sag ich mal, dass nicht nur einer das Problem hat, sondern wenn dann viele das gleiche Problem haben, ne, dann kann man da gemeinsam sagen, okay, dann machen wir irgendwas, damit das verbessert wird. Ja. Definitiv. Das finde ich am Modellbau generell einfach schön, ja. Ich meine, es ist egal, ob was für ein, wo du herkommst, ja, ob arm, reich, mittel, ist es wirklich scheißegal, ja. Im Modellbau findet man sich einfach zusammen, und was ich auch schön finde, dass es halt nicht auch um Geld geht, ja. Du machst was für mich, ich mach was für dich, du hilfst mir da, ich helfe dir hier, ja, und abends sitzt man zusammen, grillt ein Würstchen, trinkt ein Bier und freut sich einfach über den schönen gemeinsamen Tag, den man miteinander hatte. Genau. Ja. So, jetzt habe ich mal die Frage. Daniel, Ja. hast du was mitbekommen, dass Zen Racing, also der Hersteller von Zen Reaper, was Neues rausgebracht hat oder rausbringt? Also die haben jetzt nochmal 1:10er Modelle rausgebracht. Das Genau. waren ja so Brush-Modelle. Das war ja damals der Fiat 500, dann war es noch ein Ford gewesen und noch so ein Monster Truck. Mhm. Letztens haben sie gefragt, wenn man so einen Reaper 2.0 rausbringen würde, was man besser machen könnte. Oh, Haben das ist natürlich- interessant. Haben natürlich alle fleißig geantwortet, aber seitdem liegt es halt brach. Also seitdem habe ich nichts mehr von gehört. Ah, okay. Ja, ich bin halt gespannt. Also ich würde mir einen Reaper 2.0 würde ich mir irgendwo schon wünschen. Mhm. Aber ich wüsste jetzt außer jetzt, sag ich mal, den Antriebsstrang, den ich jetzt persönlich verbessern würde, wüsste ich nicht, was man noch viel besser machen könnte beim Reaper. Gibt's nichts zu verbessern, umso besser, oder? Ja, es ist wirklich so, ja. Ich meine, klar, die originale Front- und Heckstoßstange, die sind halt so konzipiert, die gehen halt irgendwann mal kaputt. Wenn du da öfters draufknallst, irgendwann sind sie halt kaputt, ja. Aber wenn du halt guckst, was es ersatzteilig kostet, oder wenn du halt dann so wie ich sagst, okay, komm, ich will es jetzt unzerstörbar haben, ich mach mir einen T-Bone-Bumper drauf, und dann hast du auch deine Ruhe. Ja, das sind jetzt wirklich so die einzigsten Sachen, wo ich jetzt sagen würde, okay, aber ich wüsste sonst echt nicht, was man großartig beim Reaper noch verbessern sollte. Es ist Top-Auto. Also ich bin auf die paar Mal, wo ich jetzt gefahren bin, habe ich halt gemerkt, vorne diese kleine Aluplatte, ne, am Boden unten, die schleift mir schon ganz schön weg, durch das ewige Springen und Aufsetzen dann. Ja. Und was mich halt irgendwie total stört, ist, weil der halt so schlank ist, buddeln die ganzen Vorderreifen den Sand so richtig ins Heck. Also auf die Querlenker, auf die Antriebswelle und alles. Also das sieht vorne immer aus wie frisch geputzt, sag ich mal fast, Ja. aber hinten Ich weiß, was ist du meinst. so hoch der Dreck, ja. Ja, Da habe ich mir auch schon überlegt, ob ich nicht mit TPU oder irgendwas 3D-druckmäßig mache. Einfach so, naja, sag ich mal so im 45-Grad-Winkel so irgendwas, ja, damit der Dreck halt nicht so extrem auf die Hinterachse fliegt. Also ich habe bei einem Ami gesehen, der ist hingegangen, hat sich so 2 kleine Eimer genommen, wahrscheinlich 5-Liter-Eimer, was es waren, ja, hat die in der Mitte halbiert und hat sich eine Art Radkasten gebaut. Ja, und hat es da hinten dran gefummelt. Es sah unheimlich ulkig aus, aber es hat den Zweck erfüllt. Er hat einen sauberen Reaper gehabt. Ja. Ja. Irgendwas muss ich da machen, ja. Weil das Ich meine, Alza hat auch unheimlich viel im Angebot. Du kannst bei Alza andere Chassisplatten von unten kaufen, du kannst sie von unten komplett sogar zumachen. Ja. Ja. Der eine sagt so, oh ja, unbedingt Must-Have, muss ich haben. Ich sag halt, nee, weil wenn der von unten auf ist, was reinfällt, fällt er auch wieder raus. Das stimmt, ja. Ja, ich fahre halt lieber offen, weil ich hatte aber auch noch nie Probleme gehabt. Ich habe bis jetzt ein einziges Mal, habe ich mir mal auf dem Sportplatz so ein Stückchen Draht da eingefangen. Ja, das ist bis um die Kardanwelle gewickelt, aber es ist nichts kaputt gegangen. Ich habe es gesehen, rausgezogen, das Thema war erledigt. Okay. Der Mike schreibt, verbessern könnte man zum Beispiel breitere Querlenker und mehr Federweg. Ja, stimmt allerdings. Federweg, ja. Okay. Ich finde, Federweg könnte er definitiv ein bisschen mehr haben. Das hat auch damals Manis AC Garage, der Franzose, der hat das damals auch schon gesagt, dass er beim Reaper gerne mehr Federweg hätte, weil da muss ich sagen, da hat der X-Max einfach einen krassen Vorteil. Der X-Max, der federt unheimlich schön. Ja. Was ist denn eigentlich so deine Meinung, wenn du gerade beim X-Max bist? Was findest du, ja, wie findest du persönlich den X-Max? Findest du jetzt den generell zu teuer oder sagst du, das, was das Fahrzeug von der Box aus leistet, ist gerechtfertigt für den Preis?
Also ich finde persönlich, mir persönlich, ist ein bisschen zu teuer. Ja, also ich bin nicht bereit, so viel Geld für ein Modellauto hinzulegen. Auf einmal. Wenn ich überlege, was der Reaper gekostet hat, was ich reingesetzt habe, da hätte ich mir einen X-Max kaufen können, ohne Probleme. Ja, aber an sich finde ich ein X-Max ist ein super Auto. Ich habe ihn fahren sehen, ich bin selber schon gefahren. Ja, ich habe einen Jonas, also einen Dr. X-Max gesehen, was der mit seinem X-Max alles macht, wie er ihn umgebaut hat. Das ist der Hammer, das ist einfach brutal. Ja, brutal. Ja, auch wenn ich euch sehe, was ihr mit den Dingern anstellt, ja. Wenn man mal überlegt, was die Ersatzteile von so einem X-Max kosten, das ist ein Witz. Ja, also Traxxas macht da wirklich das ist, ich meine, du kaufst halt ein teures Auto, ja, aber da hast du halt günstige Ersatzteile. Und es gibt andere Hersteller, da kaufst du ein günstiges Auto und hast teure Ersatzteile. Ja, da kann ich nur bestätigen, ich habe zum Beispiel letztens ein Bikehead getauscht hinten, ne, wo der ganze Differential drin ist und so weiter. Ja. 15 Euro und das war's, fertig. Ja. Modell bei Metz im Übrigen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Werbung. Hashtag Werbung. Ja. Wobei der Modellbau Metz mittlerweile auch Reaper-Teile anbietet. Das muss man natürlich loben. Ja, Ja. auf jeden Fall. Ja, ich habe es immer aus Österreich direkt von Robitronic bestellt, weil es ja ein Verkehrbringer ist. Jetzt wo der Metz natürlich auch Teile hat, dann bestelle ich es lieber aus Deutschland. Ja. Apropos Teile, ich habe mal irgendwo gesehen, es gibt da diese Seitenplatten, gibt es auch aus Carbon. Was hältst du denn da davon? Ja, das ist halt eine gute Frage. Ja, ich meine, wir haben original 3 mm Alu drin, was eigentlich relativ stabil ist. Ich habe es nur einmal krumm gekriegt, habe es mir dann ausgebaut, mit dem Hammer wieder gerade gedengelt, wieder eingebaut, bin weitergefahren. Ansonsten nie Probleme gehabt. Zu den 5 mm 70-75 kam ich eigentlich nur dazu, weil jemand seinen Reaper verkauft hat und hat den einfach in Einzelteilen zerlegt und hat gemeint, hier Daniel, willst du die haben? Habe ich sie günstig geschossen, also komm her damit. Ja, ich weiß halt nicht, ob die Carbon-Teile, ich meine, Carbon ist halt flexibel, ja. Eher weniger. Bin da ein bisschen unschlüssig. Ich meine, Gut, ich es weiß ist jetzt nicht extrem flexibel. Es hat halt einen gewissen Punkt, bis es sich bewegt, bis es dann kaputt geht, ja. Ich meine, wenn du jetzt sagst, ich persönlich, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt einen Reaper halt für meine Vitrine bauen, ja, sieht ein Carbon bestimmt fett aus. Ob ich damit fahren würde, wenn ich überlege, was die kosten, ich weiß es nicht. Ja, also egal was die kosten, ja, wenn du jetzt sagst, die kosten jetzt 10 Euro, 15 Euro, ja, willst du die Carbon einbauen, also mein 5 mm, das ist schon Gewicht, ne? 5 mm 70, 75, das wiegt schon was. Carbon, ich weiß jetzt nicht, wie dick die sind, aber 3 mm. Die sind auch nur 3 mm dick. Carbon wiegt halt nichts, ne? Du musst halt sagen, okay, das ist flexibel, aber wenn er halt dann mal richtig aufschlägt, dann gibt halt alles so ein bisschen nach, ne? Und danach steht er aber wieder da und ist wieder gerade. Also nicht so wie beim Alu, das wo halt dann, wenn es verbogen ist, ist es verbogen. Ja, klar. Ich sage, was kommt nur auf den Anwendungsbereich drauf an, ja, was du vorhast. Ja, ich meine, ich habe schon Leute gesehen, die haben den Reaper 20 Meter weit fliegen lassen. Ich weiß nicht, wie oft du es mit Carbon machen wirst. Wir probieren es einfach aus. Ja, Ja, das ist nett, zum Beispiel, viele sagen ja zum Beispiel, Traxxas baut Plastikbomber. Da muss ich auch wieder sagen, das kommt auf den Anwendungszweck drauf an. Natürlich, ich habe einen Losi DBXLE, der 1.5er, Desert Buggy, der hat halt 4 mm Aluplatte unten drunter. Natürlich geiler Schwerpunkt, geil zum Fahren und so weiter, aber ein X-Max komplett aus Metall oder mit der Aluwanne, das will ich mir im Leben nie haben wollen. Einfach, wenn er 10 Meter in die Luft springt und dann schlägt er den Boden ein, ein Kunststoff kann nachgeben, er kann sich ein bisschen verbiegen, aber es geht wieder, wenn der nicht überdehnt, wieder in die Ausgangsform zurück. Und dann kannst du halt weiterfahren. Also, ja. Material ist halt wirklich, man muss halt schauen, wo kommt das Material rein, wie will man damit fahren. Ja, Ja, also ich finde halt, das Plastik von Traxxas finde ich gut. super. Ja. Ich meine, aber auch beim Reaper, ich habe beim Reaper bis jetzt nur einen Querlenker kaputt gekriegt. Mhm. Ja, ich habe den jetzt seit 3 Jahren, ja, nicht schon jetzt. Doch, das 3. Jahr, dieses Jahr habe ich ihn 3 Jahre. Dieses Jahr im August habe ich meinen Reaper 3 Jahre lang. Und habe in diesen 3 Jahren nur einen Querlenker kaputt gekriegt, einen unteren, der war hinten rechts gewesen. Ansonsten noch nie Querlenker. Und wenn ich die ganzen X-Max-Fahrer sehe, höre ich auch selten, dass da irgendwann einer Querlenker oder sowas kaputt kriegt. Also das ist ein guter Kunststoff, der ist haltbar. Der ist echt gut gemacht. Was ich persönlich nicht so mag, ist immer wieder diesen Kunststoff, immer diese Schrauben rein, raus, rein, raus, rein, raus. Wenn du Wartung machst und relativ oft Wartung machst, Ja, die ja, du das ist- fährst, Das ist immer durch, ne? irgendwann ist halt einfach das Gewinn in dem Kunststoff halt einfach weg, ja. Jetzt gibt's da die einen, die sagen, hier, ich strebe da irgendwelche Recoils rein und mach da irgendwelche Metallgewinde rein. Ja, Ähm,
Ja, kann man machen, kann auch funktionieren, sage ich noch nicht mal, dass es nicht funktioniert, aber ich bin halt irgendwie so, weiß nicht, so, wenn der Kunststoff dann günstig ist, ey, dann tausche ich ihn einfach aus. Wenn das Gewinde rund ist, dann shit happens, dann hole ich mir einen neuen, tausche einfach aus. Ja. Ja, das habe ich da bei mir auch schon festgestellt, auch mein X-Mac, wie oft ich da mittlerweile hinten ein Mitteldifferential rausgeschraubt habe, da merkt man einfach schon, das Gewinde ist einfach nicht mehr gut. Ja. Das ist halt leider der Nachteil von Plastik, aber wenn ich mal überlege, wie oft ich den X-Mac da irgendwie in der Sandgruben 10, 15 Meter weit durch die Luft fliegen lassen habe, und dann ist er irgendwo aufgeknallt, mitten auf die Frontschürze und liegt gebrochen. Das ist es, ja. Ja, ich sag einfach nur drauf, was du damit machst mit dem Auto. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel nur im Garten fährst, ein bisschen links, rechts, ja, und hast da vielleicht so eine kleine Mini-Rampe, sag mal so 1 Meter hoch springt und vielleicht 1,50 Meter weit, ja, dann lassen so wie er ist, brauchst nichts dran machen, da wird auch nicht viel dran kaputt gehen. Ja klar, kommt immer davon, wie du mit dem Auto umgehst, ja. Aber wir quälen halt die Karren teilweise übelst, ja, weil wir einfach kein Ende kennen und sagen, das geht noch höher, das geht noch weiter und da geht ein dreifacher Backflip, ja. Und wenn halt irgendwann mal das Material ermüdet und dann mal halt was kaputt geht, damit muss man einfach rechnen. Das ist dann halt einfach so. Gut, das ist ja okay, das ist ja normal. Und wenn dann viele Leute sagen, ja, das Auto taugt nichts. Ich meine, gut, wenn ich 30 Meter mit so einem Teil durch die Gegend fliege und das kommt auf und da denkst du dir, oh, jetzt ist alles kaputt. Das ist doch ganz normal, dass da mal irgendwas kaputt geht. Ja? Das ist wahrscheinlich bei jedem Auto so. Das ist es ja. Mach das mal mit einem normalen Kfz, spring mal 30 Meter weiter, möchte ich schon, wie es ausschaut. Ja, also. Also wenn die Ritzeln, wenn die fertig sind und alles wieder passt, ne, und wir wieder in der Sandgrube schön miteinander fahren können, dann werde ich meinen X-Max Vollgas von den Berg runterfliegen lassen, wo der Fabi sein Techno runterschluckt. Wobei das letzte Mal, wo du gefahren bist, da ist er ja schon ziemlich weit geflogen, weil ich habe noch nie ein Auto in dieser Sandgrube so weit fliegen sehen. Ja. Das war mir schon gedacht, der kleine Hügel, ne? Das war nur der kleine Hügel. Und da habe ich mir schon gedacht, alter Schwede, boah, also das war weit. Ja. Aber da muss ich wieder sagen, wie du gesagt hast, wie ich da mit dem Techno geflogen bin, da fasziniert mich der Techno schon wieder. Er hat zwar eine Aluplatte unten drunter, aber was der alles eingesteckt hat, das ist brutal. Ja, Hammer. Die Verarbeitung einfach traumhaft. Ja, das ist brutal. Ich meine, ich habe da letzten vom Bekannten ein Slash mitgenommen. Wir hatten Stahlkäfig drin gehabt. Ja. Der Käfig war komplett verbogen, krumm wie eine Banane, die richtig. Ja, und Techno hat nicht gefeilt, nur eine krumme Antriebswelle, fertig. Krass, Ja. Hammer. Brutal. Weil man sieht ja immer öfters, wie die Leute sich jetzt, gerade bei Arma sieht man es halt extrem oft, ja. Wird schon Arma gekauft, da werden Skidplates drunter gemacht, ja, da werden andere Chassisstreben verbaut, da werden andere Dämpferbrücken verbaut. Ja, wo ich denke, so das Geld, was du jetzt gerade mehr reingesteckt hast, das ist dann schon nicht ohne, ja. Mein klar, so ein Auto, was dann auf jeden Fall haltbar ist und je nachdem, was für einen Anwendungsbereich du hast, kannst du damit echt einiges anstellen. Aber es ist immer jeden selbst überlassen, ob ihm das wert ist oder ob er dann sagt, okay, ich greife dann direkt zu einem hochwertigen Auto, wo ich das alles nicht reinstecken muss und kann ihn so lassen, wie er ist und fahre ihn einfach. ja, das stimmt. Ich habe auch so ein Auto, ja, das habe ich das erste Mal dabei gehabt, wie ich bei den Aussie Bros das erste Mal zu Gast war in der Sandgrube. Und das war auch so ein, ja, sag ich mal, billiges Auto, die Marke sage ich jetzt nicht, ja, aber da habe ich angefangen, dickere Aluteile zu verbauen und das und jenes. Und irgendwann war ich dann bei Edelstahl, da habe ich dann Edelstahlteile verbaut, da war das Ding halt schwer wie Sau. Das Ja, war war das das dein Auto, was da oben so dicke Aluplatten und unten so dicke Platten gehabt hat? Ja, das hat die Edelstahl-Dämpferbrücken gehabt und alles. Das war Ja. unheimlich schwer. Und mit jedem Teil, was ich da eingebaut habe, da habe ich halt gemerkt, das Auto fährt immer langsamer und immer langsamer. Aber es war halt unkaputtbar, habe ich gedacht. Ja. Bis ich dann einmal mit der Sandgrube bei den Aussie Bros gefahren bin und dann der erste Sprung und dann ist das Auto auf dem Kopf rückwärts aufgekommen und dann war das so V-mäßig, also richtig wie so ein V. Ja. Das hat alles gestaubt, war alles kaputt. Aber auch durch das hohe Gewicht wahrscheinlich, ja. Ah ja, klar. Es ist nicht immer alles von Vorteil, wenn man sagt, ja, massiv und dick und schwer. Ja, also das ist halt dann das Eigengewicht. Ne? Wenn du zum Beispiel Los dir anschaust, diesen Benziner, den ich habe, was wiegt der? 20 Kilo? Also wenn der halt mal aufschlägt, ne, das ist wie eine Urgewaltbombe, ja, wenn der falsch aufkommt. Das ist halt immer so eine Frage. Darum habe ich nur gefragt wegen Carbon, ne, weil das halt ziemlich leicht ist und das wird halt einiges an Gewicht sparen. Definitiv.
Aber ich versuche es einfach mal. Also ich kaufe mir keine Carbon, aber ich versuche da mal was anderes. Ja. Also ich kenne jetzt noch keinen, der sie verbaut hat. Also in der Okay. Reaper-Garage hat sich jetzt noch keiner damit gemeldet. Wenn es einer mal gemacht hat, kann er sich ja gerne mal melden. Sonst habe ich jetzt noch persönlich keinen kennengelernt. Ich kannte mal einen, der hat es mal gehabt. Der Sebastian, der hat es mal liegen gehabt, aber der hat es auch nicht verbaut. Der hat es damals auch verkauft, weil er dann die 7075er drin gehabt, die er ja dann letztendlich an mich verkauft hat, wo er seinen Reaper verkauft hatte. Also ich muss sagen, ich mache mit einem Kumpel zusammen für Really eine Chassisplatte für die Generation X, das ist so ein Buggy. Ja. Und da habe ich schon einmal in der Gruppe in Facebook auch was losgetreten, weil wir machen das aus AL MG3, das ist ein Millimeter dicker, also die Original ist 3 mm, unsere ist 4 mm und da haben dann viele eben angefangen, ja und das ist nichts Gescheites, weil 7075 ist viel besser und dann habe ich halt mal eine aus 7075 gemacht, 3 mm wie Original und ich muss halt feststellen, also die 7075er Platte, die lässt sich schon auch biegen, aber Ja. von der Festigkeit her geht es mehr wieder in die Ursprungsposition zurück, wie sie war. Die ALMG3 ist zwar weich, wenn die verbogen ist, ist sie verbogen, ja, aber, Okay. die 4 mm, die verbiegst du nicht. Mit der Hand verbiegst du die nicht, so wie die 3 mm Platte. Ja. In 7075. Also das ist immer so, und da sind wir gerade am Testen, was besser. Ja? Also billiger ist natürlich eine ALMG3. Also immer im Volksmund, weißt du, viele lesen immer nur 7075 und dann ist es für die das Nonplusultra. Ja. Ja, aber es hat sich kaum einer wirklich damit mit der Materie auseinandergesetzt. Was ist es überhaupt? Ja, ich meine, es gibt so viele verschiedene Bezeichnungen, Legierungen am Metall und hast nicht gesehen, ja. Ja, das Problem ist, du musst es halt testen. Du kannst jetzt nicht sagen, jetzt bin ich zweimal gefahren und kenne jetzt keinen Unterschied, ist genauso gut, sondern du musst es halt wirklich extrem hernehmen über einen langen Zeitraum. Dann siehst du, wie ist der Verschleiß, wie ist der Abrieb. Wenn du mal einen richtig krassen Crash hast, weil du falsch aufkommst, ne, verbiegt sich jetzt die Platte oder verbiegt sie sich nicht. Also ich weiß halt, die originale Platte von dem Fahrzeug, die ist halt Schrott, deswegen braucht ja jeder eine gescheite. Weil wenn du einmal springst und kommst mit der Schnauze vorne irgendwo im Boden auf, dann ist das Ding einfach nur noch krumm und schief. Und ja, dann haben wir gesagt, da probieren wir mal ein bisschen rum. Aber ja, wie gesagt, muss man testen, ja. Ja, Ja, klar. dasselbe Problem mit unseren Rütchen, weil mich immer wieder welche fragen, ja, Schieber, wo bleiben eure Rütchen, die Kunststoffrütchen und so weiter. Und ich sag halt immer wieder, unsere Tests sind noch nicht abgeschlossen, ne? Und wir wollen halt keinen Club auf den Markt werfen. Ne? Das haben wir hier halt bei dem Material. Passiv-Material, passiv nicht. AM3 funktioniert auch, wenn das dementsprechend dimensioniert ist, das Aluminium. Ja. 70, 75 brauchen wir ja nicht unbedingt, weil es ja zum Beispiel teurer ist und vielleicht auch seine anderen Schwächen hat. Und das ist halt wieder, da muss man erstmal experimentieren, schauen, ob das hält. Weil ich habe schon das Gefühl, dass der eine oder andere zum Beispiel Dämpferbrücken herstellt. Einfach sagt, 70, 75 Aluminium, macht eine schöne Form, in die Presse rein und verkauft die, ne? Ohne dass er richtig testet, ob die auch wirklich halten, sag ich mal. Das ist doch auch mit dem Motorhalter so und so. Ne? Ja, genau. So viele verschiedene Sachen für verschiedene Autos, die dann praktisch verkauft werden, ohne dass sie einfach oft genug getestet worden sind. Ja? Genau. Ja, ich finde, du musst ja wirklich ein Auto eine gewisse Zeit halt einfach haben und fahren, um halt einfach auch ein Feedback geben zu können. Genau. Genau. Ja. Wenn ich dann, wenn manche wirklich, wie halt manche drauf sind, die kaufen sich ein Auto, ja, fahren es 5-mal, dann geht irgendwas kaputt und dann sagen sie, so ein scheiß Auto, verkaufen es wieder. Ja. Ich meine, es gibt Fahrfehler, es gibt halt einfach auch Motorsmodelle, ja. Bei meinem Reaper zum Beispiel das Beste. Ja, ich meine, wir haben ja da CVD-Wellen drinne und die sind ja mit so zwei C-Ringen und so einem Stift, sind miteinander verbunden. So, dann hat sich bei mir dieser C-Ring verabschiedet und dadurch konnte sich der Stift halt hin und her schieben. Ja. Und durch Zufall habe ich es bei einer Wartung gesehen, ja, habe den C-Ring reingemacht, sag gut, das kann halt mal passieren. Habe seitdem nie wieder einen C-Ring verloren, deswegen gehe ich von aus, vielleicht war er von Anfang an gar nicht drin gewesen, ich weiß es nicht. Ja, aber deswegen kann ich nicht sagen, das ist ein schlechtes Auto. Ja. Genau. So. Was hat man Ja, noch? vor allem, eben, es kommt halt darauf an, wie man fährt. Ja. Wenn man jetzt unglücklich aufkommt, dann ist halt mal was kaputt. Ja. Einer letztens hat mir einer ein Video gezeigt, da ist einer mit Vollgas mit einem X-Wechsel durch die Gegend gefahren, ja. Und mit Vollgas in die Kurve, das Ding hat sich überschlagen und hat dann gemeint, hier, oh, ich brauche Spurverbreiterung, das Ding muss breiter werden. Ja. Und mein erster Gedanke war, hör doch mal auf, mit einem Monster Truck mit Vollgas in die Kurve zu gehen, das kannst du nicht machen. Ja, du musst halt sauber in die Kurve rein, du musst halt wirklich vom Gas runtergehen, in die Kurve reinrollen lassen und dann dementsprechend aus der Kurve rausbeschleunigen, dann kippt das Ding auch nicht.
Ja, aber Ja, du meinst, das wie mit einem Buggy oder mit einem Truck da rumfetzt, das funktioniert nicht. Weil du ja gesagt hast, Spurverbreiterung. Da kommen dann die Leute her, machen 10 mm Spurverbreiterung ran, dann fahren die einmal und dann wundern sie sich, dass da ein Lager durch sind. Ja. Das Ja, das- Lager durch sind, das die Diffs kaputt gehen, dass der Motor überhitzt, ja, das bedenkt man halt im Moment einfach auch nicht. Ja, das ist das Gleiche, wenn du sagst, du hast andere Felgen, die ein anderes Offset haben, das ist ja das Gleiche. Da ist Ja. viel mehr Kraft oder viel mehr Druck kommt auf die Lager drauf oder dann, ich sag ja, es gibt immer irgendwas, gibt dann immer nach, ja. Ja, physikalisch verändert sich da so viel, ja. Ja, Deswegen bin ich auch mittlerweile dabei, wenn ich halt ein Auto mir kaufe, ich werde mir irgendwann halt auch mal wahrscheinlich auch mal ein Techno holen, weil das einfach mein Traum ist, mal wieder mal ein Kit aufzubauen, weil ich einfach voll Bock drauf habe, ja. Und ich finde halt, wenn man an Autos also ich persönlich mache es mittlerweile so, wenn ich an Autos was verändere oder halt vorhabe, verschiedene Sachen zu verändern, verändere ich immer erstmal nur eine Sache. mhm, Ja. genau. Das heißt, ich mache dann erstmal nur den Regler und im Nachhinein dann den Motor. Und dann mache ich vielleicht andere Stoßdämpferöl rein und dann vielleicht andere Federn. Ja, wenn du alles auf einmal machst und du hast dann irgendwo einen Fehler drin, bis du den gefunden hast, woran es liegt, das dauert einfach mir persönlich zu lange. Ja. Ja, deswegen tue ich da lieber Stückchen für Stückchen mich rantasten, um dann halt wirklich das perfekte Setup für mich zu finden. Das ist mit dem Kopf dann genauso, ja, da gibt es tausende Einstellungen und dann tust du hier Ja. noch ein bisschen und da noch ein bisschen und klick und am Schluss geht gar nichts mehr, dann fliegt das Ding nicht mehr. Und dann denkst du dir, okay, welche Einstellung ist jetzt die falsche gewesen, ja. Ja, kenne ich. Ich habe das auch mal angefangen mit dem Kopf, ich habe es mal versucht, ich habe es dann wieder sein lassen. Und da musst du da ganz feinfühlig, ne, erstmal hier ändern, fliegen, da ändern, fliegen, also das ist Genau. aber das ist wie überall, ne, wenn man jetzt so viele Sachen verändert, Motor, Stoßdämpfer, Reifen, ja, und irgendwas, dann fährt es nicht mehr richtig so wie vorher. Na gut, man muss ja einmal ein bisschen dran gewöhnen, weil das ganze Setup natürlich anders ist. Aber dann ist schwierig, da, sag ich mal, die schlechte Komponente ein bisschen rauszukriegen. Ja, deswegen immer Stückchen für Stückchen verändern und dann einfach gucken, wie verhält sich das, passt mir das, oder gehe ich wieder einen Schritt zurück oder gehe ich wieder einen Schritt nach vorne. Ich habe zum Beispiel damals in den Reaper 1000er Stoßdämpferöl reingemacht. Ja, weil mir einfach zu weich war. Ich habe gesagt, ich will hoch und weit springen, also mache ich 1000er Stoßdämpferöl rein. Hab mir die Tuning-Federn geholt, die Progressivfedern, hab die dann noch ein bisschen runtergeschraubt. Ich meine, das Ding war schon ganz schön hart gewesen, ja. Aber er konnte auch nicht mehr durchschlagen. Also er hat einfach keine Möglichkeit mehr gehabt, durchzuschlagen. Ging nicht mehr. Irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, gut, für Kurvenverhalten und sowas ist es dann doch ein bisschen arschhart und bin dann wieder auf 700er Öl zurückgegangen. Ja, jetzt sind wir gerade beim Thema. Ich lese gerade den Kommentar vom Sven. Ja, Daniel, du hast ja vor kurzem einen Crawler gekauft. Oh, Ja, So, da wir ja hier auch sehr ambitionierte Crawlerfahrer sind, ja, alle drei, so unglaublich das klingt, aber wir fahren auch etwas langsamere Autos, ich mittlerweile auch. möchten wir jetzt gerne wissen, was hast du dir geholt? Wie ist deine Erfahrung? Wie findest du das Crawlen? Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, ja, dass du dir jetzt einen Crawler holst? Schieß los. Das kam eigentlich so, das Sven hat sich mit zwei Jungs getroffen, die halt auch crawlen, der wollte es halt mal angucken. Ja, ist da Probe gefahren, kam wieder, fand Crawlen absolut geil. Er hat nur vom Crawlen geschwärmt, wie geil das alles ist, und hat sich dann schon den ersten bestellt gehabt. Der zweite kam dann kurz darauf auch. Und ich habe dann natürlich dann auch die ganzen Fahrvideos gesehen und das gesehen und jenes und welches. Da habe ich tatsächlich, Crawlen ist eigentlich ganz cool, also das hat mich dann irgendwo auch gereizt. Ja, und dann habe ich mir den Amevi geholt, das ist so ein Pickup, so ein Toyota Pickup. Ich müsste jetzt mal ganz kurz nachschauen, wie der nochmal genau heißt. Man sagt auch teilweise, es wäre so ein TX4-Klon, ja. Der ist aber nicht zufällig Red Cat, oder? Nee, ist von Amevi einer. Sagt mir jetzt nichts, aber ich bin da nicht so. Amevi ist eigentlich auch nur ein Hersteller, der einfach nur seinen Namen draufschreibt. Selber entwickeln tun die eigentlich nichts. Okay, ja, Maybe kenne ich schon, aber jetzt der Crawler. Ich habe da von denen noch keinen Crawler gesehen. Gut, ich kenne jetzt wahrscheinlich auch bloß den TRX4 und TRX6 und den Chris sein, ja, mehr habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, aber. Das ist der Amevi AMX Rock. Okay, muss ich mir mal angucken, ja. Das ist ein Pickup, ist es. Den gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Den gibt es einmal in der normalen Version, Standardversion. Da hat er kein Zweiganggetriebe und du kannst auch keine Discs schalten. Also du kannst die Discs vorne und hinten separat sperren. Und auch wenn du hier unten die Linksachs guckst, das sind halt alles ein bisschen so standardmäßig. Aber er hat schon Portalachsen drin. Ja. Und ist eigentlich grundsätzlich kein schlechtes Auto. Und wenn du die P-Version holst, die kostet mal einen Huni mehr. Ja, die dann dementsprechend halt
verbesserte Einstellmöglichkeiten und sind dann einfach also halt vom Feeling her einfach was ganz anderes, ja. Und auf jeden Fall, ich habe mir den halt geholt, weil ich halt cool fand mit dem Zweiganggetriebe. Im zweiten Gang auf 3S geht das Ding ordentlich ab, ja, also der geht macht schon vorwärts. Aber doch, ja, du brauchst beim Crawl nicht, aber du könntest so mal, wenn du halt gerade mal am Point bist, wo du sagst, hier, das ist so ein kleiner Schanze, da möchte ich gerne mal drüber springen, dann springst du einfach mal da drüber, damit das funktioniert. Ja, machst den zweiten Gang rein, drückst durch und lässt mal fliegen. Ich sehe jetzt am Fabi seine Augen, der holt sich schon wieder Input, ja, der schaut wieder nach und liest und schaut. Ja, genau. Ja, ich meine, ich habe den Amebi gerade schon mal gesehen. Die haben in unserer Gruppe auch einen, aber der hat sich bei uns leider von blicken lassen, wegen der ganzen Situation, die wir haben. Und ich habe jetzt mal die Preise angeschaut und ich muss sagen, zum Beispiel die teuerste Version, die ich jetzt bei dem Modellbauhändler sehe, 400 Euro. Ja. Ist eigentlich ein Top-Preis, wenn ich bedenke, dass zum Beispiel die RX4 volle Hütte natürlich gleich 600 Euro kostet. Ja, ich habe selber keine Erfahrung mit den Amebis, aber vom Daten, vom Chassis und so weiter schaut es gut aus. Weil halt wieder bei beim Crawler alle falsch machen, ne? Ja, ich habe mal Banggood von einem anderen Hersteller gefunden. Wahrscheinlich der offizielle Hersteller. Der wird wahrscheinlich in den Verkehr gebracht hat, aber irgendwie vermarkten halt einfach nur weiter. Ich meine, du hast Portalachsen, du hast ein Zweiganggetriebe, du kannst die Diss hinten vorne und hinten sperren, ja? Diss-Sperren, Zweiganggetriebe sind fett, brauchst du nicht unbedingt. Ja, aber es ist trotzdem manchmal ganz angenehm, ja. Ich meine, du hast dann die Diffs einfach offen, fährst an einen Punkt, du siehst halt, wie der andere mit seinen gesperrten Diffs da hochgeht und denkst, okay, jetzt sperre ich mal nur das vordere Diff und guck mal, ob ich mich da hochziehen kann. Ja, wenn es dann nicht klappt, dann sperre ich nur mal hintere Diff, ja. Du hast einfach nur ein bisschen mehr Nervenkitzel beim Crawlen dabei. Ist schön zu spielen, gell? Also ja, das ist es wirklich, ja. Diese ganzen, ja. Ich meine, es ist ja wie mit dem Handy. Umso mehr es kann, umso geiler ist es. Ja, viele Sachen, ne, da kann man rumprobieren und es gibt bestimmte Anwendungsmöglichkeiten, wo du sagst, da ist es ganz gut, wo du es dann entsperren kannst, wo du ein bisschen fahren kannst. Ja. Also, ich habe den TRX4, den Sport, da kann ich nichts sperren, das ist immer dauerhaft gesperrt. Und ich merke halt, der schiebt halt immer über die Vorderachse drüber. Also wenn die Kinder jetzt ein bisschen so im Hof fahren wollen, dann ist es halt schlecht, weil am Teer, dann rupft er so dahin und hupft immer so, also das ist dann nicht so toll. Aber wenn es jetzt sandigen Boden, sag ich mal so Wiese, das geht dann schon. Ja. Da würde ich mir schon wünschen, manchmal, hätte ich noch was zum Schalten, dann würde er ein bisschen schöner in die Kurve fahren, weil du merkst einfach in der Kurve wieder langsamer. Ne? Ja, ich habe dann zum Beispiel bei mir, mache ich das vordere Diff auf, lass hinten gesperrt und kann dann anfangen zu driften, wenn der Untergrund stimmt. Ja, wenn es dann rutschig ist, dann driftet mir gerade der Arsch rum. Das finde ich geil, es macht Spaß, ja. Also sprich, du kannst das vordere und das hintere Differential unabhängig voneinander schalten. Also du kannst entweder nur das vordere oder nur das hintere oder beide. Ja, du kannst wirklich unabhängig voneinander kannst du schalten. Das ist immer geil. Ja, du hast einen 6-Kanal-Funke dabei. Der 4. Kanal ist frei, da kannst du dann Licht drauf machen zum Beispiel. Ja, ich meine, 1. Kanal ist Lenkung, 2. Kanal ist Gas, 3. Kanal ist Zweiganggetriebe. Der 5. und 6. Kanal waren dann die Diffs für vorne und für hinten. Und kannst also unabhängig voneinander kannst du die Sperren rein und raus machen. Genau, das ist halt bei Draxler zum Beispiel leider nicht so. Da kannst du entweder nur die Vorderachse sperren oder nur Vorderachse und Hinterachse zusammen. Okay. In der Standardausführung. Ich habe zum Beispiel in meine Crawler das halt umgebaut auf eine andere Funke, auf die Futaba. Da kann ich halt unabhängig voneinander sperren, aber ich hätte ja zum Beispiel bei Draxler vom Originalzustand schon so gewünscht, dass man da quasi sagt, hinten sperren und vorne frei, weil ab und zu macht es mal Sinn, wenn du sagst, du fährst irgendwo einen Berg hoch, wo du einfach hinten den Antrieb brauchst, aber vorne willst du es offen haben, dass du den kleinen Wendekreis hast, ne? Ja. Da ist man schon ein bisschen eingeschränkt gewesen, aber die meisten werden wahrscheinlich einfach alle sperren und einfach überall durchbrettern. Ja. Was ist Sven hat Axial? Der Sven hat einen Axial, den SCX 10.2. Ja, das ist echt super. Da können wir den Sven eigentlich auch mal in unsere Talkrunde einladen. Der kann nämlich bestimmt auch sehr viel erzählen. Also ich finde den Axial, der performt Hammer. Ja, ich hab den gesehen. Ist das Ding einfach mal sauleise. Ja, also der ist super abgestimmt von der Übersetzung her, den hörst du kaum. Ja, und wenn ich sehe, wo der überall out of the box, ja, wo der einfach überall drüber macht, wo der drüber fährt, ja, wo ich dann einfach neben dran stehe und denke so krass, ey, was das Ding einfach kann. Ja. Alles klar, Sven, du bist nächsten Samstag in der Sendung. Aber was kostet so Axial im Vergleich dann zum TX4 oder so? Was sind die echt? Du kriegst die Axial, schon, ich
glaube, den Wrangler Jeep, der kostet um die 400. Die gibt's aber schon günstiger, die gibt's auch schon für 330, 350. Okay, also außer dem Dreh, ja, okay. Ja. Je nachdem, was für eine Karo du halt haben willst, kosten die dann dementsprechend. Ja, klar, okay. Und Fabi, denk nicht dran. Bevor du diesen Gedanken überhaupt hegst, brauchst du überhaupt nicht jetzt weiter Du überlegen. kriegst, da muss ich dich leider enttäuschen. Nein, du bestellst ihn dir nicht. Ich meine, in anderen Sinne, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ein Crawler zu kaufen, weil ich habe hier 3 oben. Ja. Ich habe da den Tactical mit Einradlenkung, den 6x6 von Mercedes und den Cheater. Cheater. Cheater, genau. Und natürlich, den kennt auch nicht jeder, mein Land Rover mit Mini-Reifen. Ja. Ich meine, du kriegst halt für den Axial, kriegst du halt wie für den TX4, du kriegst halt massig Tuning-Teile. Von allen möglichen Herstellern, ja. Ich meine, wenn du jetzt bei Banggood oder so, oder generell bei eBay, Amazon, wirklich egal wo du guckst, du kriegst so viel Zeugs, ja, was du dir vorstellen kannst. Du kriegst Anbauteile, sei es die Originalen von Traxxas, ja, oder von Axial, oder halt von irgendwelchen anderen Herstellern, die das einfach nachgebaut haben oder nachempfunden haben, das ist der Hammer. Aber was da der Markt hergibt. Du kannst die Autos so geil individualisieren, du kannst da so viel draus machen, das ist der Hammer. Ja, aber teilweise passen ja auch die Teile von TX4 auf dem Armegi drauf, zum Beispiel was Karosserie angeht. Die ist natürlich dann schon cool bei den Crawler. Ja, definitiv. Also ich finde halt Crawlen, was ich halt cool finde beim Crawlen, du tunst da eigentlich nicht so wirklich viel. Du machst da optisch ein bisschen was her, ja. Klar, Seilwind oder sowas kann man jetzt zum Tuning nennen, muss man es nicht, ja. Aber ich finde, du machst halt ein bisschen optisch, du musst halt ein bisschen scalen und so, und du musst nicht unbedingt viel Geld in die Hand nehmen, um schnell glücklich zu werden. Genau. Das stimmt. Wobei ich dann auch schon wieder gesehen habe, in der TX4-Gruppen vor allem, da kommen manche her, okay, Messingachse vorne, Messingachse hinten, ne? Alles aus Messing, auch der Rahmen, die Strohdämpfer und, dass er möglichst schwer wird. Und dann prahlen sie, dass die TX4 auf einmal 10 Kilo hat. Und denken wir, 10 Kilo? Wenn du da einmal auf lockeren Boden fährst, dann fährst du dich sofort fest mit dem. Ja. Ich habe letztens, das ist ein YouTuber, der heißt Gary, der ist auch Wettbewerbsfahrer, der hat auch einen TX4 Sport, und die sind nämlich 3,5 Kilo, der hat dann gesagt, da habe ich ein bisschen Messing verbaut, da habe ich Kunststoff gelassen, weil da wollte ich ein bisschen mehr Gewicht, da wollte ich weniger Gewicht haben und sowas. Der macht auch ganz interessante Crawler-Videos und halt auch viele Technikvideos, erklärt das eigentlich auch alles ganz gut. Und es hat halt auch so ein TX4, so 3,5 Kilo in dem Bereich, sagt er lang, vollkommen aus. Ja. Ich weiß gar nicht, was wiegt der Original? Ich habe mir noch gar nicht gewogen, also. Original werden die auch so 3 Kilo, 2,5, 3 Kilo wiegen, glaube ich. Okay. Also Cool, so aber- schwer die jetzt auch nicht, aber Ich mache halt eine 6S-Batterie rein, dann wird er auch schwerer. ja. Und dann geht er auf 2 Rädern. Bei mir, bei meinem Land Rover, da habe ich jetzt zum Beispiel Messingachsen reingebaut, weil ich mir gesagt habe, wenn er fährt, dann ist er leicht umgekippt, ne? Ja. Und habe die zum Beispiel vorne ein bisschen schwerer gemacht, weil wenn ich irgendwo bergauf gefahren bin, dann hat er immer vorne, ist er vielleicht geworden, hat die nach hinten überschlagen, ne? Da, Schwerpunkt hat ja auch quasi gewisse Rolle. Ja, geil, der muss halt tief sein, der Schwerpunkt. Genau. Da Tief soll und nicht viel zum möglich sein. Beispiel eher weiter vorne, wenn du gerne bergauf fährst, oder weiter Ja. hinten, wenn du gerne bergab fährst. Apropos Schwerpunkt, nochmal zum Reaper zu kommen. Also ich habe gemerkt, durch das, dass der Reaper die Batterie im Heck hat, Ja, umso schwerer die Batterie, umso leichter geht er natürlich vorne hoch, wenn du jetzt 6S fährst. Jetzt bin ich am Überlegen, ja, mit der Batterie, ich bin echt gespannt, die wiegt jetzt fast 1 Kilo und die andere, die ich habe, die hat glaube ich nur 700 Gramm oder so. Also ich habe da schon ein bisschen Angst, dass er dann bloß noch auf den Hinterrädern fährt, weil er eben dann nicht mehr nach hinten so leicht kippt. ja, ich finde auf 6S ist egal, was für ein 6S die Bude reinmachst, der fährt generell noch auf den Hinterrädern. Ja, bei mir ist der Regler so eingestellt, dass der Punch ganz niedrig ist. Also wenn ich Gas gebe, der Ich habe kommt. auch den Punch auf 1, aber ich bin im Barkette, bin ich ein SLS-Lipo mit 3300 mAh gefahren, 6S, ja, ich meine, das ist jetzt kein Gewicht gewesen, ja, aber der ist immer vorne hochgegangen, wenn ich das wollte. Okay. Aber ich schaff's, also mit der Combo, halt mit dem 15er Ritzel, ich schaff's auch auf 4S, je nach Untergrund schaffe ich da auch einen Wheelie. Okay. Ja, zwar nicht aus der Fahrt raus, aber so aus dem Stand raus klappt das. Ja, aber wäre es besser, wenn der Akku in der Mitte wäre, oder ist es, denkst du, egal? Weil Es gibt von Alza Racing gibt es die Möglichkeit, sich die Akkus seitlich zu befestigen. Dass dann halt 2x3S auf der Seite fährst und halt 2x4S dann halt
parallel, nicht in Reihe, dass du halt dementsprechend die Fahrzeit veränderst. Ja eben, weil der Platz wäre ja da, ne, durch das schmale Chassis und dann hättest du auch gleich das Problem ein bisschen gelöst mit dem Deck oder Hinterachse. Ja, aber ich habe halt bedenken, wenn du halt die Akkus an der Seite sitzen hast, ja, ich meine gut, die meisten fahren Hardcase. Ich bin als einer so, ich lebe so ein bisschen gefährlich, ich fahre auch manchmal Softcase, ja. Ja, die ich habe, das sind das Softcase da jetzt. Dann Ja, mache ich mach einfach zweimal Schrumpfschlauch drüber und gut ist, ja, das kostet mich nicht viel der Schrumpfschlauch und es funktioniert und vor allem, ich sehe mein Lipo einfach besser. Ja, wenn da eine Zelle bläht, sehe ich es einfach viel früher wie beim Hardcase. Beim Hardcase sehe ich es erst, wenn halt der Hardcase aufbricht. Ja, beim Softcase siehst du es einfach viel früher. Ja, aber man kann ja trotzdem so ein Case machen, sag ich mal, wo der Akku drin sitzt, wie bei Traxxas, da kommt der, beim X-Max kommt der ja so seitlich rein, ne? Ja, genau. Rechts und dann wird es zugeklappt, dann kannst du Softcase-Akkus fahren, aber trotzdem ist er geschützt, ja, aber geschützt ist schon gut, wenn er nicht so offen liegt, weil... Wobei, manchmal wäre es schon lieber, wenn der ein bisschen unten, der X-Max, wenn der unten ein bisschen offen wäre, dass der ganze Kies und so weiter ein bisschen durchfällt. Ja, ich habe da schon ein Akku oder 2 Akkus verloren gehabt, weil die einfach die Steine oben reingeflogen sind, obwohl ich einen Dachdischau drüber gehabt habe, also den Staubschutz. Der ist da vorne durch die Lenkung reingekommen, hat sich beim Akku bequem gemacht gehabt und dann bin ich auf die Schnauze gelandet, da hat man den Akku in den Stein reingedrückt und den Rest könnt ihr euch denken. Dann ist rum, ja. Ja. Also auch den Reaper, also ich meine, man könnte beim Reaper den Schwerpunkt, ich meine, wenn du jetzt das Akkufach des V2 holst, was ja beim American Force schon Standard verbaut ist, kannst du schon den Schwerpunkt, ist er schon ein bisschen tiefer, zwar nicht viel, aber ein bisschen tiefer. Ja, aber ich persönlich finde es eigentlich so gut, also ich habe jetzt noch nicht so die Ambition dazu gehabt, jetzt zu sagen, ich mache uns an der Seite 2 Akkuhalter dran und setze den Schwerpunkt dementsprechend tief. Ja, ich werde einfach mal rumprobieren. Ja, muss echt mal gucken. Ich baue mir da jetzt jeder ein paar Teile und dann kann ich mir das machen, wie ich lustig bin. Und dann auch die Frage mit dem Difföl, ja, was für ein Difföl-Setup du immer wieder willst, ja. Ich meine, die meisten, die ich kenne, fahren 500.000 in der Mitte. Es gibt auch welche, die machen 1 Million in die Mitte rein. Ja, und dann halt vorne und hinten ist jedem selbst überlassen. Ich bin jetzt zum Beispiel die ganze Zeit, bin ich vorne und hinten 150er gefahren. Ja, ich habe jetzt vorne, werde ich jetzt wieder 150er reinmachen und hinten werde ich 150er reinmachen. Also, werde halt hinten diesmal ein bisschen mehr offen lassen, um zu gucken halt, wie sich das dann verhält. Ja, wie er sich dann fahren lässt. Ich schmier meine Diffs einfach nur Fett rein. Einfach nur Fett. Ja. Ich meine, wenn du halt vorne ein bisschen das Diff sperrst, hast du halt einfach einen besseren geradeaus Antrieb, ja. Er zieht sich halt besser aus der Kurve raus, ja. Und ich bin jetzt nicht so der Kurvenfahrer, mir geht es ja mehr ums Springen und sowas, ja. Das ist halt schon ganz praktisch. Wenn du halt Anlauf nimmst und weißt ganz genau, jetzt drücke ich Gas durch und er bleibt einfach gerade und zieht sich schön gerade auf die Rampe drauf. Ja, da habe ich noch zu wenig Erfahrung jetzt mit verschiedenen Stoßdämpferöl, habe ich schon ein bisschen durchprobiert, aber jetzt mit den Diffs, da bin ich immer irgendwie zu faul, das alles zu zerlegen, zu testen, wieder auszubauen, wieder neues Öl rein und so. Wenn du aber beim Reaper soweit bist, sagst du Bescheid, dann gebe ich dir ein paar Tipps, dann machst du es einmal und nie wieder. Okay. Dann machst du es nur zur Wartung, weil es gibt ja durch diese Papierdichtungen, die dabei sind, können die Diffs siffen. Ja. Aber wenn man die halt, ich gehe wirklich hin, ich tue die mit Loctite einkleben. Okay. Ja, ich habe halt irgendwann mal den Tipp gekriegt vom Thomas auch. Der Thomas hat es damals auch irgendwo gelesen gehabt. Und es da einen gab, der hat die mit Loctite eingeklebt. Der eine ist hingegangen, hat die über Nacht in Öl eingelegt, ja, in Difföl, hat es am nächsten Tag dann, haben die sich schön vollgesaugt, hat es dann verbaut. Ich habe die einfach mit Loctite eingeklebt, habe es über Nacht trocknen lassen, habe dann mein Difföl reingemacht und dann wieder die andere Dichtung mit Loctite eingeklebt, wieder über Nacht trocknen lassen, dann der Deckel drauf und ja, meine Diffs haben seitdem nie wieder gesifft, die waren immer trocken gewesen, wenn ich die ausgebaut habe. Okay, ja gut. Gut, würde ich mal testen. Wenn ich mal so weit bin, melde ich mich bei dir. Definitiv macht es. Jetzt haben wir schon fast 1 Stunde rum und ich bin immer noch nicht zum dritten Thema gekommen. Ja, eigentlich wollte ich natürlich noch in Daniel drauf anhauen, weil er fliegt ja auch. Ja? Also da wollte ich natürlich auch noch wissen, ja, wie er da dazu gekommen ist und. Aber ich glaube, da können wir uns wieder noch 1 Stunde damit. Ich kann mich ja kurz fassen. Ja. Das war eigentlich so aus meiner Kindheit raus. Ich fand Flugzeuge schon immer sau interessant, sehr, also genial. Und meine Eltern hatten Freunde gehabt und der Ralf ist damals immer Flugzeug geflogen. Und die kamen aus Köln, wenn die immer bei uns waren die mal ein paar Tage da, der hat ein Flugzeug mitgebracht. Vater hat sich natürlich auch mal ein Flugzeug geholt, also mit Segelflugzeugen geflogen, mit verschiedenen Sachen. Und das habe ich es hat mich immer mein Leben lang verfolgt. Immer wenn es um so Modellbau ging, habe mich immer wieder Flugzeuge gereizt. Und ich habe mir halt so, Flugzeugfliegen ist halt nicht ohne, ja. Beim Auto, du fährst und wenn du halt Bedenken hast, bleibst du einfach stehen. Fertig.
Ja, mit dem Boot kannst du auch einigermaßen stehen bleiben. Ja, ich meine, aber sobald du in die Luft gehst, ist nicht stehen bleiben. Ja, sei es ein Kopter, sei es ein Hubschrauber, sei es ein Flugzeug, ja. Du musst einfach gewisse Dinge beachten, du kannst nicht einfach stehen bleiben. Du musst dann halt einfach weitermachen und dementsprechend reagieren. Ja. Und dann habe ich mir damals, vor ein paar Jahren, vom Konrad bin ich zum Konrad gegangen, habe mir den Amevi den Skyrunner V2 geholt. Das ist einfach so ein Styroporflieger mit 2 Kanal, da hast du Gas gegeben, Höhe, links, rechts, die 3 Kanal. Ja, also der hat noch nicht mal einen Querruder gehabt. Er hat nur einen Seitenruder, einen Höhenruder, mehr hat er nicht. Und damit habe ich so ein bisschen geübt, habe das dann so ganz gut hingekriegt und habe mich dann für den Multiplex entschieden, für den Easy Glider, für den Vierer. Und habe damit halt dann so nach und nach das Fliegen halt gelernt, aber natürlich auch Kumpels, die halt fliegen konnten, die mir das halt gezeigt haben, die haben mir das Ding eingeflogen, haben mir halt gezeigt, wie man fliegt, was man halt machen muss, was man beachten muss. Ja, und dadurch kam ich halt zum Fliegen. Ja, sehr geil. Mein Perfekt kann ich noch nicht, muss noch viel üben. Fliegen macht auch Spaß. Ich finde, es ist halt mal was anderes, ja. Also es macht Spaß, einfach mal so diese mit den RC-Autos, diese Gewalt, ja, zu sehen, wenn das Ding loslegt. Ja. Und einfach sich durch durch den Dreck wühlt. Aber das Fliegen hat halt auch wieder irgendwie so einen Nervenkitzel, so ein bisschen was. Ja. Es ist halt dreidimensional, nicht bloß immer am Boden, aber aber es hat was. Also ob Flugzeuge oder so Racing, Freestyle-Copter, also ich finde das auch super, ja. Ich finde halt beim Fliegen, da musst du dich ja wirklich extremst konzentrieren. Ja. Ja, du musst also, da will ich einfach einschlafen. So beim Autofahren, weißt du, kannst mal kurz stehen bleiben, drehst dich auf die Seite, hältst kurz Schwätzchen und dann fährst du weiter. Ja, das kannst du beim Fliegen nicht machen. Du musst halt wirklich gucken, wenn das Ding in der Luft ist, bis es am Boden ist, musst es im Auge behalten, musst halt echt gucken, was passiert da, was muss ich machen, wie muss ich reagieren, ja. Man fängt schon damit an, wenn ich meine 4-jährige Tochter dabei habe und ich sag hier, komm, ich nehme mal ein Flugzeug mit, ja, kannst du knicken. Weil sobald die anfängt an meinem Hosenbein zu zuppeln, weil die irgendwas von mir will, werde ich so nervös, weil das Ding in der Luft ist, aber ich kann jetzt nicht runtergucken, kann mich jetzt nicht gleichzeitig auf meine Tochter konzentrieren. Das funktioniert nicht. Ja, es kommt auch auf den Flieger drauf an. Ja. Ich habe so einen großen 2,40 Meter Segler, den ziehst du hoch und dann mache ich bloß mit der Fernbedienung so ein bisschen die Trimmung auf Seitenruder, dann nehme ich die Fernbedienung weg, ja, und lasse das Gas so ein bisschen drin und dann unterhalte ich mich mit meinem Kumpel, trinke den Bayer Bier, schau mal, was der Flieger macht, okay, der Kreis noch passt. Ja, und nach einer Stunde denkst du, okay, jetzt müssen wir wieder landen, wo ist denn überhaupt? Da hinten, ja, dann landest du halt wieder. Also, es kommt immer auf den Flieger drauf an. Ja. Ich habe einen Chat, also da hast du immer Puls 300 und vom Starten bis zum Landen, die 4 Minuten, denkst du, kriegst einen Herzinfarkt. Ja. Also, es kommt auf den Flieger drauf an. Ja, ich habe von Hobby King habe ich mir von Durafly die EF Extra geholt. Die soll auf 4S soll die an die 180 km/h machen. Ja, das Ding fliegt halt wie auf Schienen und da bist du halt echt total nervös. Du wirfst das Ding und dann fliegst du damit und das ist halt dann, wie du schon sagtest, da kannst du nicht einfach mal die Thermik nutzen, weil ist nicht. Ja, da musst du dauerhaft am Gas hängen und gucken, was macht der Flieger. Oder von Hobby gegen den Red-Chat, der ist cool. So ein kleiner Styropor-Chat, aber der geht auch richtig gut und den kannst du auch dann mit 4S fliegen, da geht der richtig ab, also der macht das Spaß. Aber er hält halt nicht lang, ja. Landungen, der ist so schnell bei 4S, dass er immer bei der Landung reißt immer irgendwas weg. Das ist halt schade, ja. Also das ist super schön gemähte Wiese. Ja. Aber das habe ich schon 2 gehabt, glaube ich, mittlerweile. Ja, jede Saison einen. Ja, musst du mal vom Multiplex den Jet holen. Der ist echt gut. Ja, der liegt jetzt da hinten. Der wartet drauf, dass wir endlich fliegen dürfen. Ja. Dass wir endlich mal unterwegs sind. Dann nehme ich mal mit zu den RC Bros, da bin ich gespannt. Also vom Multiplex, der Jet, den habe ich schon live gesehen, das Ding geht ab wie Sau, der ist richtig gut. Ja, mit 6S. Ja, vor allem auch wenn die schreien. Was der Sven geschrieben hat. Den lasse ich dann Chris fliegen. Alter, einfach sagen, ich wollte der Chris nie fahren dürfen. Meine Ausbildung war bei Top Gun. Ja. Maverick sagt Meister zu mir, ja. Also ich habe mir damals mit dem Sven zusammen den Easy Glider geholt. Ja, meiner fliegt noch. Okay. Das weiß er nicht mehr, oder? Ja, Sven, da müssen wir wieder zusammen basteln. Ja, dann kommst du mal vorbei. Ihr kommt auf jeden Fall vorbei, ne? Auf jeden Fall. Ja. Dann können wir fliegen fahren. Ja, wir sind jetzt, durch mich ist jetzt der Fabi so ein bisschen auf die Boote aufmerksam geworden, weil ich so ein Rennboot habe. Ne?
Und dann hat der Fahrer gesagt, ja, baut sich da dieses Trajekt mal selber. Jetzt im Hintergrund liegt immer dieses Katamaran. Da bin ich ja schon total gespannt drauf, wie das fetzt. Also Ja. das wird lustig. Dann können wir fliegen, fahren, Boot fahren. Ich habe ja noch die Tundra hier von Hobby King, die steht da hinten irgendwo. Da sind Wasserkufen drauf. Und da kannst du richtig schön auf dem See landen und wieder starten. Also das macht auch super Spaß. Da bin ich eigentlich die ganze Zeit nur am Landen und am Starten, weil das einfach das Schönste ist, wenn du siehst, wie der Flieger vom Wasser abhebt und der landet. Ja, Das Fliegen ist gar nicht so interessant. Ja, ich finde Bootfahren, muss ich sagen, reizt mich irgendwie nicht so. Liegt wahrscheinlich Ja, auch daran, dass das Boot war halt günstig, nie bei Kleinanzeigen drin. Da habe ich mir gedacht, du wolltest halt schon immer ein Boot haben, einfach mal ausprobieren, also gönnt dir mal ein. Ja, Das hab ich den. das Problem ist halt einfach bei mir, ich habe halt wirklich kaum Möglichkeiten, irgendwo ein Boot zu fahren. Ich auch nicht. Ja, und deswegen ist es halt irgendwie so für mich so ein Thema, wo ich sage, so, reizt mich da nicht so. Ja, Bootfahren ist halt auch nur hin und her. Ja? Also da passiert sonst nichts. Also wenn du jetzt so Funktionsmodelle hast, wo du mal so Kanonen abfeuern kannst oder irgendwelchen Sound spielen kannst, ist was anderes. Aber so Rennboot ist halt wirklich nur geradeaus, Vollgas und du denkst halt, wie wenn du halt mit dem Auto immer Gas gibst und denkst, boah, geht das einfach. Das geht Wahnsinn, ja. Dann fährst du 3 Minuten hin und her und dann fährst du halt wieder rein. Du kannst Ja, auch die schon. Geschwindigkeit ist geil und es geht nichts Voll kaputt. Finger, weil einfach du aufpassen musst, auf welche Welle du da hochfährst, ne? Weil wenn du einmal zu schnell fährst und die Welle falsch trifft, dann beschlägt dieses Boot und dann sinkt der. Also, da ist auch schon ein bisschen Adrenalin drin. Mein kleines Rennboot ist nur, glaube ich, 75 cm lang, hat mit 4S, aber so Geschwindigkeit, wenn das Wasser spiegelglatt ist, ja, wenn kein Wind und nichts geht, dann kann man super fahren. Aber sobald ein paar kleine Wellen kommen, dann hebt es immer kurzzeitig so ein bisschen ab. Und wenn es mal richtig Wind erwischt, dann ist es auch schon mal so geflogen, ne? Also auf Rückenlage gelandet und so. Also es ist noch nichts kaputt, ja, aber wenn du mal so ein Boot hast, ich denke mal, dass ein Fabi-Sein schon brutal schnell geht. Und wenn es das mal auf dem Wasser mit 80 km/h zerlegt, also da kommt schlecht auf, denke ich, da ist schon was kaputt. Aber ich hatte einmal ein Segelboot, ja, und das war super. 4 AA-Batterien drin und da kannst du 3 Stunden damit segeln. Ich habe damals vom Konrad für 200 D-Mark dieses Mini-U-Boot gehabt. Das war wie so ein gelbes Ü-Ei. Ja. Bin ich bei meinem Onkel im Aquarium mit rumgefahren, ja. Ich fand's total geiles Teil. Ja, Ja, dann würde ich sagen, war heute eine richtig geile Runde, oder? Definitiv. auf Ich jeden bedanke mich Fall. schon mal vielmals für die Einladung und beim nächsten Mal hoffentlich mit Bild. Ja, und wie gesagt, auf jeden Fall das nächste Mal, wenn die Kamera da ist, sagst Bescheid, dann machen wir wieder was, kein Thema. Ja. Ne? Chris, du brauchst auch eine neue Kamera. Ja, die wollen die Kamera zurück. Die ist schon unterwegs, Ich weiß, ich habe eine Kamera noch aus den 70er. Bevor ich vergesse, ganz kurz noch, Ja. und zwar bei den RC-Becher Germany, da ist momentan eine Challenge am Laufen, eine Sprung-Challenge, da kann man ein 5-Liter-Fässchen Bier gewinnen. Okay. Bin ich schon dabei. Ja, der Thorsten ist schon dabei, also ihr müsst halt einfach nur Sprünge hochladen, ja, und zwar aus dem Jahre 2020, wenn es geht. Ich meine, durch Corona jetzt ein bisschen blöd, ja, aber wenn man mal allein unterwegs ist oder sowas und kann dann mal kurz was filmen, oder hat vielleicht sogar noch was von 2020 und kann die hochladen, die werden dann ausgewertet und dann kann man 5 Liter Fässchen Kellerbier gewinnen. Fabi, der Sprung, wo du von dem Sandberg mit dem Techno runterspringst. Ich weiß nicht, wer das gefilmt hat. Entweder der Ich hab Thorsten oder das, ich du. hab das gefilmt. Ja, Chris hat das, ja. Na, dann schmeiß halt rein. Ja, Ja. ladet's hoch, Wann ist die die Auslosung? Gruppe, ladet's hoch und ja. Wann ist die Auslosung? Wie lange geht das? Boah, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, es geht schon eine Zeit lang. Muss ich nochmal ein bisschen springen, ne? Der RC-Becher Germany heißt die Gruppe. Prost, Nee, von Auslosung steht da noch gar nichts da. Okay. Doch, Ende November. Ende November. Ja gut, dann haben wir Ja. Leute, bis Ende November ist mein X-Max-Start klar. Und dann gibt es mal einen richtig geilen Jump. Ne? Der Chris, Ja, der die Chris, 20 Sprünge werden halt einfach auseinandergenommen und werden dann dementsprechend halt nominiert. der Chris springt dann über die Sandkugel. Über die ganze Sandkugel. Ich springe über den Bagger, der in der Mitte steht. Das funktioniert anders. Der Chris wird in deinen Keller gehen, wird von deinen Regalen hinten ein paar Tragflächen mitnehmen, wird dann nicht weg anschrauben, baut hinten den fetten Raketenbooster dran und Und fliegt. Wäre
Wenn 100 das Meter so irgendwo. wäre, würde ich es machen. Auf jeden Fall. Ah, ich Thorsten, denke, zeichne. mit Vollgas, der fliegt schon gut weiter. Ja. Ja, glaube ich auch. Ja, voll. Wenn der Winkel stimmt, ja. Houston, we have a problem. Wir machen einfach Challenge, ja, wer weiter springen kann. Ja. Schauen wir mal, Reaper gegen X-Max. Also Da ich gab es hab- doch schon mal eine Challenge. Da gab es doch früher Challenges auf Facebook und sowas. Okay, war vor meiner Zeit, bevor ich einen Reaper gehabt habe. Genau. So. Müssen wir Ja, die wiederholen. Gruppen gibt's nicht mehr. Die Gruppen gibt's nicht mehr. Es sind irgendwann eingeschlafen, da gab's die Gruppen nicht mehr. Okay. Also ich glaube, die Gruppen gibt's noch, aber da passiert nichts mehr. Ja. Ja, vielleicht schauen wir mal, dass wir irgendwie. Das ist eine coole Challenge. Also ich habe auf einem Video, auf dem letzten Ritzel-Test-Video, da wo der Thorsten nicht dabei war, ist der Fabi gefahren und da haben wir mit dem X-Max, und da war es bei weitem nicht Vollgas, einen 23 Meter Sprung hingelegt. Ne? Boah. 23 Meter weit. Das war Von der Rampe, die gerade, glaube ich, mal so hoch war, gell? ja, ja, von einer stinknormalen Rampe aus. Ne? Also es war Wahnsinn. nichts Besonderes. Und da habe ich nicht einmal weit Anlauf gehabt. Also das war schon pervers. Aber da geht's ja nicht drum, dass wie du landest, ob er kaputt ist, ob er ganz bleibt, das ist scheißegal. Es muss einfach nur ein spektakulärer Sprung sein und der Beste gewinnt. Ja, es gibt auf jeden Fall der Sandberg in der Grube, der ist so spektakulär, Alter. Und vor allem, der hat auch, da kann man auch schön Anlauf nehmen, weil da ist eine Straße praktisch direkt Ja. oben drauf, wo die Kipper hochfahren können. Ne? Und da kannst du richtig geil Anlauf nehmen. Und das Ja, Ganze, Das Ganze ist 10 ganz Meter hoch. so, damit der Reaper eine Chance gegen den X-Max hat, wenn Corona vorbei ist, komme ich vorbei und mach da mit. Oh yeah. Also, Chris, ich habe gerade Kopfkino. Du nimmst da um Anlauf, baust unter die schwarze Rampe hin, zweifach, dass er richtig hier hoch geht, ja, Mann. schiebt Vollgas rüber und dann irgendwann mal hörst du keinen Aufschlag, sondern richtiges Ding und dann ist dein X-Max in so ein Förderbad eingeknallt. Ja, aber allein das Wissen dann, dass es spektakulär war, ja, und richtig geil und mir so schnell keiner nachmacht. Ja. Das Ja, ich ist würd sagen- es wert. Wir machen jetzt schon nur Schluss, oder? Ja, jetzt kommen die Modellbauer, guten Abend. Ja, wir sind leider schon am Ende von unserem Talk. In der Hinsicht möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, Support ist kein Mord. Liken, abonnieren. Wir freuen uns. Nächsten Samstag sind wir um 21 Uhr wieder am Start mit unserem Live-Talk auf YouTube, auf unserem Kanal. Und Überraschung wird es natürlich geben, wer dieses Mal zu Gast ist. Irgendein Genau. Opfer findet man schon. Das will, Einer muss herhalten. Der Sven Ja. ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat, würde ich jetzt mal. Ja, 23 Meter mit dem Moavi, ja, natürlich. Aber wie gesagt, ich habe vielleicht einen Anlauf gehabt von 5, 6 Meter, ja, mehr war das nicht. Und mein X-Max geht wie Hölle und der Thorsten kann es bezeugen. Ja. Ich habe auf 50, 60 Meter habe ich einen X-Max in Stock und einen Techno platt gemacht, ja. Und das auf die letzten 10 Meter, ja, weil da konnte ich erst richtig Gas geben. Wir machen ja unsere Ritzel selber und für die Challenge machen wir einfach spezielle extra, nur zum Springen. Ja, Ja, genau. Weil die Power hat er ja. Dann machen wir noch mehr Geschwindigkeit. das ist immer gut. Geschwindigkeit ist immer gut. Das ist ja, auch das es gibt Hubraum. Es gibt Und nichts zwölf- über Hubraum. 12S. Ja, natürlich gibt es die Aufzeichnung, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir freuen uns über jeden Daumen nach oben. Super. Danke Thomas, dass es dir gefallen hat. Echt geil. Uns freut es natürlich auch, wenn ihr immer wieder einschaltet. Und dann würde ich sagen, wir bedanken uns recht herzlich beim Daniel. Sehr gerne, ich habe zu danken. Den Link von der Reaper Garage habe ich euch in die Videobeschreibung. Den Link von Thorsten seiner Seite von Treibsand, der ist auch oben in der Videobeschreibung. Schaut da auch mal rein, der hat auch richtig coole Videos. Macht auch Spaß. Erst recht mit der Drohnen und so, ganz interessantes Zeug. Ja, und unseren Shit kennt ihr ja. Ne? Also, das ist der übelste Shit. Zieht es euch rein. Ja, genau. Zieht es euch rein. In dem Sinne, Ja,
Sagen wir frohe Ostern. Ja, Ja. frohe Ostern euch allen. Ja. Bleibt gesund. Viel Spaß bei der Eiersuche, Freunde. Viel Macht's Ich gut. Ich lasse suchen. Es geht, also wir sind wieder, jetzt geht's unter die Gürtellinie. Nach 10, was erwartest du? Das war aufhören, ja. Ja Leute, wir verabscheuen uns. Frohe Ostern euch und euren Familien. Bis zum nächsten Samstag. Macht's gut. Ciao. Servus.